So, meine lieben Freunde der leichten EDV, willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Ich bin mehrfach gefragt worden, welche Empfehlung ich geben kann für Tools, unter anderem zum Beispiel jetzt mal Festplattenmanaging, Partitionsmanaging. Das werde ich euch in diesem Video zeigen. Und was ich dazu auch immer gerne verwende, ist von Minitool. Wir rufen uns Minitool mal auf, dass wir uns die mal anschauen. Das ist ein sehr guter Anbieter. Minitools hat sehr viele schöne Tools, die man kostenlos verwenden kann bis zu einer gewissen Reichweite und dann halt auf ein Premium- oder Platin-Abo erweitern muss. Wir haben zum Beispiel unseren Partition Wizard. Der ist wirklich gut, den kann ich wärmstens empfehlen. Ich verwende ihn auch sehr oft. Dann haben wir hier Minitool, Power Data Recovery, Minitool, Shadowmaker. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Programme, die anbieten. Ne? Movie Maker, dann haben wir einen Videokonverter. Nein, einen Übersetzer bieten sie noch nicht an. PDF-Editor. Es geht so weiter und also da könnt ihr euch wirklich mal ein Bild machen. Das ist ein sehr guter Hersteller. Ihr könnt die Software auch benutzen, kostenlos natürlich, bis er dann an eure Grenzen stoßt, wo er sagt, okay, ich muss meine Systemplatte jetzt kopieren oder klonen. Dann müsstest du die kleinere Variante, das Pro-Abo abschließen zum Beispiel. Ansonsten kannst du das alles hier auf der Webseite auch wirklich super nachvollziehen. Wirklich kann ich wärmstens empfehlen, man weiß, was man hat, man kann die Software benutzen, man kann damit arbeiten, wenn man mehr braucht, erweitert man sie. Und man weiß, was man kauft. Man kauft nicht irgendein Programm im Internet, die sogenannte Katze im Sack, sondern man kauft wirklich eine Software, die man schon kennt und vertraut ist und weiß, was man auch dafür bekommt. Dann habt ihr auch einen guten Support bei denen. Und wir werden uns jetzt einfach mal den Partition Magic herunterladen und einrichten. Partition Wizard Free, Download. Speichern wir unter Downloads ab. Und starten das Programm auch dann gleich. Dann könnt ihr es gleich mal kurz einrichten zusammen. Könnt euch das natürlich jetzt auf meinem fertigen PC, auf meinem laufenden System zeigen. Aber da kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, wie man es Setup, das wollte ich eigentlich mit einschließen. So, Sprache wählen wir Deutsch aus. Kannst natürlich auch jede andere beliebige Sprache nehmen, je nachdem, welche Sprache dir am liebsten ist. So, hier ist nochmal die ganzen Unterschiede aufgeführt. Hier ist die kostenlose Festplattenverwaltung, wenn man OS migrieren möchte, OS-Datenträger kopieren möchte, eine Partition kopieren möchte, also die Operating System, also die Systemfestplatte. Betrifft jetzt nicht eine zweite Festplatte D oder sowas, sondern es betrifft halt wirklich immer die Festplatte C. Aber an der fummeln wir ja normalerweise nichts rum. Gell? Normalerweise. Also da sollte man auch wirklich wissen, was man tut. Wir sagen hier unten Fortsetzen des Installierens der kostenlosen Edition. Weiter. Dann hätten wir den Shadowmaker Free, den könnten wir jetzt auch noch mit installieren. Auf den gehen wir bei diesem Video mal nicht ein. Da wo wir es hin installiert haben wollen, gehen wir natürlich auch an. Das lassen wir Default. Und jetzt werden die Dateien kopiert. An dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dies ist keine bezahlte Werbung. Das wird nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Hier ist eine reine Mitteilung und Darstellung und Demonstration der Software, die ich persönlich für mich privat auch benutze. Ich bewege mich da auch immer wirklich gern auf der sicheren Seite. Ich kaufe nicht gerne Programme, von denen ich nicht weiß, was sie wirklich leisten und tun. Da wird zu viel verkauft, was im Endeffekt überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb bevorzuge ich immer Programme, die ich für free benutzen kann. Und wenn ich an den Rahmen komme, wo ich es dann registrieren und kaufen muss, dann kann ich das kaufen und weiß immer, wie gesagt, was ich für mein Geld bekomme, weil ich die Software ja schon kenne. Und wie gesagt, Minitools hat sehr viele Programme. Der eine oder andere ist da bestimmt auch schon öfters drüber gestolpert. Die haben auch eine große Datenbank im Hintergrund laufen. Man findet beim Googlen, wenn man Systemprobleme hat, und da sucht auch öfters wieder mal Minitool. Kann man generell einfach mal im Kopf behalten.
So, dann ist euer Setup durch. Dein Setup ist also quasi abgeschlossen. Und wir lassen uns das Partition Wizard gleich mal anzeigen. So, das ist unser Bildschirm vom Minitool Partition Wizard. Unsere Konsole. Und da haben wir einen Assistenten zu migrieren, Assistenten zu kopieren. Na, da haben wir die ganzen Assistenten, die wir mal direkt ausführen könnten. Dann Datenträger konvertieren, Datenträger bereinigen. Dann könnt ihr eine Festplatte löschen natürlich. Da werden auch die Sicherheitsstandards eingehalten, dass ihr die dann auch überschreibt. Und hier sehen wir jetzt einfach mal unseren Datenträger 1. Mehr Platten habe ich auf dieser virtuellen Maschine nicht. Der Bereich hier ist nicht zugeordnet. Dann machen wir mal die rechte Maustaste drauf. Dann könnten wir jetzt sagen löschen. Wir könnten formatieren, Daten wiederherstellen, zusammenführen. Wir können eine Partition aufteilen. Die Clustergröße kann man in der Free-Version nicht ändern. Das ist wieder so ein von den Dingen. Da müsst ihr wieder darauf achten, was ihr in der Free-Version benutzen könnt. Aber da bekommt ihr dann gegebenenfalls einfach einen Hinweis und dann weißt du das. Bezeichnen, ausrichten, wir können durchsuchen, Partitionen ausblenden, als inaktiv, als aktiv markieren, NTFS zu FAT konvertieren, das funktioniert auch wieder nicht in der Free-Version. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die man eigentlich auch so normalerweise nicht braucht. Die wichtigsten Dinge sind zum Beispiel, die man braucht, ist zum Beispiel einer, den ich am meisten verwende, ist die Partition verschieben, dass ich einfach Platz bekomme, dass ich sagen wir, ich schiebe die jetzt hier einfach mal nach hinten und sage OK. So, das wird jetzt dann so aussehen. Dann hätte ich jetzt hier 28,3 GB. Und dann könnte ich jetzt die Festplatte C nehmen und könnte jetzt einfach mal die Größe verändern. Nämlich, dass ich sie einfach ein bisschen größer mache. Das ist exakt der Bereich, den ich verwenden kann, bis ich dann an die nächste Partition stoße, die ich ja hier verschoben habe. Ja. Jetzt haben wir also Folgendes gemacht. Von diesen, ja, da habe ich jetzt, ja, 5, ja, mehr. Irgendwie stimmt es hier mit den MB und den Gigabyte-Aufteilungen nicht so ganz, aber okay, gut. Also wir haben diese eine Gigabyte Partition jetzt mal verschoben nach hinten und haben die in der Größe geändert. Ja. Das sind jetzt die Sachen, die wir jetzt einfach mal gemacht haben. Wirklich sehr easy. Und das könnten wir jetzt natürlich rückgängig machen und sagen, nee, möchte ich dann doch nicht. Wir machen jetzt mal einen Schritt rückgängig. Dann habe ich jetzt die C-Partition wieder auf 50 und dazwischen den freien Speicherplatz und die Partition hier hinten ist ein bisschen verschoben. Das übernehme ich jetzt zum Beispiel einfach mal. Wird empfohlen, andere Anwendungen nochmal zu schließen, wenn man an der Systemplatte rumbastelt. Ist klar. Dann bekommen wir die Anzeige, das arbeitet jetzt mal ganz kurz. Und dann sehen wir eigentlich auch, das geht recht fix. So, alle ausstehenden Änderungen wurden erfolgreich übernommen. Okay. Und wir sehen unsere Festplatte, so ist sie jetzt wirklich vorhanden. Es gibt hier noch viele andere nützliche Tools, die ihr noch hernehmen könnt. Daten wiederherstellen, Daten sichern, Partitionen wiederherstellen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das in der Free-Version schon mit drin war oder nicht. Benchmark für Datenträger zum Beispiel. Ja, könnt ihr dann gucken, wie schnell denn eure Platte ist. Das wäre jetzt bei einer virtuellen Maschine natürlich nicht so der Burner, gebe ich ehrlich zu. Das lassen wir jetzt mal aus. Aber ihr habt die Möglichkeit, du kannst das jederzeit ausprobieren. Dann haben wir einen Speicheranalysator, da können wir dann nochmal analysieren, wie es denn auf der Festplatte aussieht. Scannen wir. Dauert natürlich auch wieder einen Moment, das werde ich euch auch wieder ein bisschen rauscutten. Dann werden wir das hier abwarten, noch ein paar Kleinigkeiten.
Bitte beachte folgenden Hinweis: Du arbeitest hier an deiner Festplatte. Eine Partition beinhaltet alle Daten, die ein Laufwerk C oder D auf deinem Rechner widerspiegelt. Solltest du eine Partition löschen, kannst du sie nicht in dem Sinne so wiederherstellen. Das kannst du eventuell hier mit dem Tool wieder retten, aber ich habe meine Erfahrungen gemacht, dass das auch nicht immer funktioniert. Wenn du nicht sicher bist, was du tust und es einfach versuchst, achte bitte darauf, dass du eine Datensicherung vorrätig hast, um gegebenenfalls ein Disaster Recovery einfach machen zu können. Dann finanziert sich dieser Kanal ja generell eigentlich gar nicht selber. Solltest du den Kanal generell unterstützen wollen, weil dir die Videos gefallen oder zusagen, kannst du das gerne mit einer Spende am Ende des Videos tun. Unten ist in der Videobeschreibung ein Spendenlink vermerkt zu PayPal oder beziehungsweise eine Bankverbindung für die Überweisung. PayPal und Kryptowährungen, Lightning Coins sind natürlich auch möglich. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Gut, der Scan der Festplatte ist jetzt abgeschlossen. Das hat wirklich eine Zeit lang gedauert. Da kannst du dich darauf einstellen, dass das, wenn du eine große Terabyte Festplatte oder sowas zum Beispiel drin hast, durchaus wirklich um einiges länger dauert. Wo wird das Ganze hier eigentlich interessant? Wir sehen hier bloß eine Aufstellung der Ordner, die sehe ich im Explorer auch, kannst du jetzt sagen. Ja, gut. Wenn man gewisse Sachen sucht, kann dies hier durchaus sinnvoll und hilfreich sein, weil hier es viele Sachen zu sehen gibt, die man eigentlich so nicht sieht. Dann kann man auch mal so versteckte Verzeichnisse auf seiner Platte mal durchsuchen und durchstöbern. Ein gutes Beispiel ist die User, dann der Benutzername und dann Updata, wo immer das ganze Zeug gespeichert wird, Local Romaning, wenn ihr ein Programm deinstalliert und neu installiert und wieder das alte Zeug da habt, dann fragt euch öfters mal, wo war jetzt der Computer das eigentlich? Das findet ihr alles hier in diesen 3 Verzeichnissen zum Beispiel. Da kann man wirklich mal ein bisschen rumsuchen. Das ist mal die Speicheranalyse, da könnt ihr euch dann wirklich mal auf eurer Platte ein bisschen umgucken. Dann schauen wir mal kurz in bootfähige Medien. So, da sehen wir schon, wir brauchen hier eine Lizenz. Die haben wir nicht. Da können wir also nichts machen. Da kann man sich normalerweise so Windows to go und solche Sachen erstellen. Das ist ganz interessant. Ihr findet hier noch das Handbuch und das Registrieren. Aber wie gesagt, das wirklich Interessante ist hier einfach wirklich Partitionen verwalten, verschieben, vergrößern, verkleinern. Das ist eigentlich so die Kernaufgabe. Dafür benutze ich das immer und immer wieder. Und das brauche ich auch wirklich sehr oft. Auslagerungsdateien, Wiederherstellungspartitionen von Windows zu vergrößern, damit Windows Update wieder läuft. Das ist also wirklich ein Tool, das ich auch oft verwende. Es ist wirklich sehr einfach. Man kann da wirklich sehr viel mit anfangen. Es ist einfach zu bedienen und es ist in der Normalversion für dich ausreichend und kostenlos. Sollte das Video weitergeholfen haben oder dir gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Ansonsten solltest du Probleme haben, generell mit dem PC, mit Umsetzen des Videos, mit dem Inhalt, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC verwenden. Das ist ein Remote-Dienstleister weltweit tätig. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dort werdet ihr geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Vertrag, ohne Ecken, Haken und Ösen, kein Abo, keine Kosten fallen. Einfach Auftrag erteilen, Rechnung empfangen nach getaner Arbeit und gut ist die Geschichte. Und wenn ihr wieder was habt, könnt ihr dann gern wieder bei der KSC vorständig werden. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.